Damit man nicht täglich die Übersicht prüfen muss, um Veränderungen festzustellen, etwa neue unbekannte Absender oder Änderungen an den DNS-Konfigurationen einer meiner Domänen, ist es sinnvoll, entsprechende Alarme zu konfigurieren. In 25 Reports ist das unter dem Punkt Alarme auch möglich. Grundsätzlich informieren Alarme über Veränderungen bei den DMARC-Reports oder den DNS-Einstellungen, in denen E-Mails an den konfigurierten Empfänger versendet werden. Bei den Alarmen gibt es wiederum 3 verschiedene Trigger bzw. Auslöser, die man konfigurieren kann. Ich kann informiert werden, wenn nicht DMARC-konforme E-Mails auftauchen oder wenn es konforme E-Mails mit Problemen gibt oder wenn Änderungen in den DNS-Einträgen von DMARC, SPF oder DKIM vorgenommen wurden. Gerade am Anfang ist es sinnvoll, einen Alarm zu konfigurieren, der einen über Änderungen in den DMARC, SPF und DKIM-Einträgen informiert, zum Beispiel wenn etwas hinzugefügt oder gelöscht wurde. Bei allen 3 Alarmtypen kann ich konfigurieren, ob sich diese auf alle oder nur bestimmte Domänen beziehen soll, zum Beispiel nur die aktiven. Als letztes kann ich angeben, an wen E-Mails versendet werden sollen, sofern eine Änderung detektiert wurde. Wenn ich bereit bin, meine Domäne auf Reject zu stellen oder dies bereits getan habe, ist es sehr sinnvoll, sich über nicht DMARC-konforme E-Mails informieren zu lassen. In den Alarmen kann ich zudem festlegen, dass ich nur bei bestimmten Arten von Nachrichten benachrichtigt werde. Beispielsweise kann ich mich nur dann informieren lassen, wenn E-Mails von bislang unbekannten Absendern eingehen oder Absendern, die weder im SPF eingetragen noch auf Ignoriert gesetzt sind. Ebenso kann ich einen Alarm so konfigurieren, dass ich nur benachrichtigt werde, wenn bekannte und im SPF hinterlegte Absender plötzlich nicht DMARC-konforme E-Mails versenden. Zusätzlich kann ich einen Schwellwert definieren, ab wie vielen fehlgeschlagenen E-Mails eine Benachrichtigung ausgelöst wird. Je nach üblichem E-Mail-Aufkommen meiner Domäne möchte ich beispielsweise erst dann informiert werden, wenn mehr als 10 Nachrichten pro Tag die DMARC-Prüfung nicht bestanden haben. Dadurch vermeide ich unnötige Alarme bei vereinzelten Fehlkonfigurationen und werde nur bei relevanten Auffälligkeiten benachrichtigt. Da die geeigneten Schwellwerte je nach Domain variieren können, habe ich die Möglichkeit, für einen Trigger mehrere Alarme mit unterschiedlichen Grenzwerten und Domänen einzurichten.